Hallo zusammen. Ja, ich bin hier in Washington DC und fahre einen ID.4 First Edition mit 77 kW Akku. Das ist der Wagen meiner Tochter. Ich bin so ein Auto noch nie gefahren und in diesem Video schauen wir uns das einmal genauer an. Ich bin das Auto jetzt schon einige Meilen gefahren, macht einen soliden Eindruck, steife Karosserie, leise, straff gefedert, auch wie es von der Ampel wegspringt, ist durchaus eines E-Autos würdig. Also insgesamt ein sehr guter erster Eindruck. Aber ich werde mir das Auto jetzt erstmal in Ruhe zu Gemüte führen und dann erzähle ich euch mehr Details. Also bleibt dran! Hello, so we decided to buy the ID.4 because it was a vehicle that matched our interests and what we want to do with our lifestyle, and it's also obviously electric, so it helps the environment and matches our ideology about climate change, and it's definitely better than a combustion vehicle for the environment. It also comes with a tax credit as an incentive to buy the vehicle, depending on the car type, minimum of $2,500 up to $7,500. This vehicle, being its size, gets a max credit of $7,500 on a tax credit, so that definitely helps. Ja, also ein Vorteil von dem ID.4 ist, dass wir im Electrify America Netzwerk sind für Ladestationen. Das musste ja Volkswagen aufbauen im Zuge des Emissionsskandals in 2016 und hat sich jetzt verpflichtet, mit Electrify America bis Ende des Jahres 2021 bis zu 600 Ladestationen mit 3.500 Ladegeräten aufzubauen. Und mit einem Volkswagen bekommen wir 3 Jahre umsonst Laden mit dazu. Das ist natürlich nicht schlecht. Und die findet man inzwischen zumindest in der Gegend von Washington überall. Und ja, jetzt lege ich mal los mit dem Laden. Wenn man den Volkswagen ID.4 das erste Mal so hautnah erlebt, muss man sagen, es ist ein sehr solides Auto. Bei einem Gewicht von fast 2,2 Tonnen ist das auch nicht verwunderlich. Das Design ist gefällig, der Wagen fühlt sich auch so schwer an, wie er ist. Die Ausführung, also die Fugen, Dichtungen, die ganzen Übergänge sind VW-typisch gelöst und solider Karosseriebau. Und ansonsten hat das Fahrzeug eigentlich alles, was den Design- und Karosseriebereich betrifft, was man sich nur wünschen kann. Ich fange mal an mit der Heckklappe, die natürlich automatisch öffnet. Und auch wieder schließt. So, dann schauen wir uns mal an, was unter der vorderen Haube ist. Geht zumal nicht automatisch. Ein Haufen von Aggregaten, keinen Frank. Und man fragt sich, warum die ganze Ebene hier so hoch ist, warum man diesen vorderen Teil nicht etwas niedriger angesetzt hat. So, jetzt hören wir uns mal das Geräusch des Fahrzeugs an, wenn man langsam fährt. Ja, wir sind hier in einem wunderschönen, bewaldeten Gebiet in Virginia, westlich
von Washington. Und es macht schon Spaß, hier durch den herbstlichen Wald zu fahren und auf diesen kleinen Sträßchen die Natur zu genießen. So, jetzt schauen wir uns mal das Interieur an. Also man sitzt sehr gut in dem Auto und kann dieses wunderschöne Glasdach mit einem Rollo schließen, sodass einem die Sonne nicht direkt auf die Glatze brennt. Ansonsten ist hier alles wohl eingerichtet. Die Bedienung erschließt sich einem schnell. Man geht auf die Bremse und dreht dieses kleine Teil hier zum Vorwärtsgang. Zweimal hat man Rekuperation, ist aber nicht wie bei Tesla ein One-Pedal-Driving. Der Wagen rollt im Stand leicht weiter. Rückwärtsgang entsprechend zurück mit entsprechend guter Sicht nach hinten. Was das Thema Navigation angeht, ist das System ein wenig träge. Jetzt hat er sich schon hochgefahren, aber wenn man ins Auto einsteigt, muss man doch ein wenig Geduld mitbringen, um das Navigationssystem bedienen zu können. Die kleine Anzeige unter dem Lenkrad zeigt auch Navigationshinweise und unter der Geschwindigkeit ist die einzige Anzeige, aus der man entnehmen kann, wie viel noch in der Batterie ist. Eine Energiebilanz, wie sie Tesla anbietet, wo man während der Fahrt schon mal ausrechnen kann, wie weit man kommt, ist hier nicht vorhanden. So, wir probieren jetzt mal eine längere Strecke zu fahren und ich gebe mal Chicago ein. Und wie man hier sieht, hat er sich ausgerechnet für diese Route 19,2 Kilowatt Charger ausgesucht. Das ist natürlich wenig befriedigend. So, wir haben jetzt mal andere Routen probiert und haben eine gefunden, wo er vernünftige Ladestationen heraussucht. Und obwohl wir es gerade berechnet haben, braucht er auch hier relativ lange für die Kalkulation. Nach New York ist es nicht ganz so weit wie nach Chicago. Trotzdem braucht er am Ende 2 Ladestationen, wenn er denn mal fertig wird. Das ist eine Fahrstrecke von fast 10 Stunden. Attention, the route contains toll roads. Your route has multiple necessary charging stops. Und wenn man jetzt die Ladestationen nimmt, dann sieht man, dass er hier mit 350 und 150 Kilowatt diesmal sehr ordentliche Ladeplätze ausgesucht hat. Der Kofferraum ist üppig und man kann ihn auch mit entsprechendem Umlegen der Rücksitzbank vergrößern. Also das ist schon ein Laderaum, der sich sehen lassen kann. So, noch einen kurzen Blick in den Fahrzeugfond. Ich bin 1,83 groß und brauche nicht zu erläutern, dass ich hier sehr komfortable sitze. Dadurch, dass die Batterie unten ist, liegt mein Oberschenkel allerdings nicht auf der Sitzbank auf. Ich hatte es ja schon gesagt, das Auto kommt nicht zum Stand, auch nicht in der Rekuperationsstufe. Es rollt dann leise vor sich hin. Aber wenn man Gas gibt, ist es wirklich zügig vom Fleck und dabei relativ leise, macht einen sehr robusten, stabilen, steifen Eindruck. So, was sehr schön ist bei dem Auto, und das würde ich euch jetzt gerne einmal vorführen. Das ist nämlich der Wendekreis. Mit dem man wirklich auf kleinsten
Radius wenden kann. Als wir losgefahren sind, hatte der ID.4 5516 Meilen und eine Reichweite von 204 Meilen, das sind 80% Ladestand, auf dem Zentraldisplay angezeigt. Die Außentemperatur war 5 Grad Celsius und ist bis mittags auf 9 Grad gestiegen. Auf dem Highway sind wir nicht schneller als 62 Meilen, das sind 100 Stundenkilometer gefahren. Am Ende unseres Ausflugs hatten wir 81 Meilen zurückgelegt, die Ladeanzeige war nur um 77 Meilen geschrumpft. Für diese 81 Meilen haben wir 23 Kilowattstunden verbraucht, das sind 3,5 Meilen pro Kilowattstunde, was 17,75 Kilowattstunden pro 100 Kilometern entspricht. Bei diesem Verbrauch hätte eine Akkuladung eine Fahrstrecke von maximal 435 Kilometern möglich gemacht. Das ist eine ordentliche Reichweite. Die Hauptkonkurrenten des ID.4 in den USA sind das Tesla Model Y und der Ford Mustang Mach-E mit einer Verkehrsfläche von rund 9 Quadratmetern. Deutlich kleiner ist der Hyundai Kona E mit 7,6 Quadratmetern. Der VW ID.4 ist etwas kompakter als Tesla und Ford, aber deutlich größer als der Kona. Schaut man sich die Preise an, ruft Tesla mindestens $58.000 auf, den Ford gibt es ab $43.000, den Kona schon ab $34.000. Da macht VW mit Preisen ab $40.000 ein durchaus attraktives Angebot. Im Wall Street Journal gab es einen interessanten Vergleich. Was kostet es, ein Auto zu laden im Vergleich zum Tanken von Benzin, wenn man 200 Meilen pro Woche, das sind 16.700 Kilometer im Jahr, fährt? Das Laden kostet im Durchschnitt der USA $523, das Tanken $1.153 pro Jahr. Man spart also durchschnittlich $630, wenn man elektrisch fährt. Das liegt daran, dass Benzin circa die Hälfte im Vergleich zu Deutschland, Strom aber nur ein Viertel kostet. Für den Vergleich des CO2-Ausstoßes habe ich mir den Strommix für den Staat Virginia besorgt. 36% werden klimaneutral produziert, bei den verbleibenden 64% sorgt ein hoher Gasanteil für vergleichsweise niedrige Emissionen. Bei einer Gesamtlaufleistung von 200.000 Kilometer kommen so beim Benziner 39 Tonnen CO2, beim E-Auto nur ein Drittel, also 13 Tonnen zusammen. Die Voraussetzungen für die E-Mobilität sind in den USA also gut. Besser jedenfalls als bei uns. Ja, der ID.4 ist ein sehr solides und geräumiges Auto. Er bietet alles das, was ein Elektroauto bieten sollte. Mit seinem 77 Kilowattstunden Akku schafft man es weit genug, denn auch der Verbrauch ist sehr angemessen. Man hat bequeme Sitze, viel Platz im Innenraum und bei der Preisgestaltung ist man dem Wettbewerb sogar ein bisschen voraus. Das einzige Manko dieses Autos dreht sich um das Thema Software. Hier hat Tesla als E-Auto-Pionier doch deutlich die Nase vorn, sowohl was die Geschwindigkeit als auch was die Features angeht. Aber ich denke, da wird VW in den nächsten Jahren mit Sicherheit aufholen oder sogar für dieses Fahrzeug die entsprechenden Updates anbieten.